بسم الله الرحمن الرحيم. Und dann gab es ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis. Erstaunlicherweise hatte ich dieses Schlüsselerlebnis in einer evangelischen Kirche. Als ich die Suren hörte, ist irgendwas in mir passiert. Die Entscheidung für den Islam hat relativ lange gedauert. Es war für mich ein sehr, sehr schwieriger, herausfordernder Weg, der also zumindest am Anfang hauptsächlich von Verzweiflung geprägt war. Ursprünglich wollte ich wieder zurück zur Kirche, zur katholischen Kirche. Da gab es so ein Schlüsselerlebnis vor etwa 3 Jahren. Also wir sind aus dem Urlaub nach Hause gekommen und es war so, dass zu dem Zeitpunkt der sogenannte Jugendkirchentag in Köln stattgefunden hat. Der Jugendkirchentag wurde geleitet vom Papst und ich habe dann den Fernseher eingeschaltet und sie haben einen Gottesdienst zelebriert auf einem großen Feld bei Köln. Da waren Zehntausende von Gläubigen und ich bin kein besonderer Freund des Papstes, aber wie er über Gott gesprochen hat, wie er über Jesus gesprochen hat, das hat etwas in mir ausgelöst, was ich kaum beschreiben kann. Meine damalige Reaktion war so, ich habe vor dem Fernseher gesessen und eigentlich die ganze Zeit geweint, weil mich so berührt hat, wie von Gott, wie von Allah und wie von Jesus gesprochen wird. Und ich habe das gar nicht einordnen können. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mit mir passiert. Einen Tag später gab es dann noch einmal einen Gottesdienst. Auch den habe ich mir angeschaut und ich habe wieder die ganze Zeit geweint. Und ich konnte mir gar nicht erklären, warum das so ist. Und mir war klar, dass ich wieder an Gott glaube. Ich habe ganz viele Jahre gar nicht an Gott geglaubt. Und mir war klar, es gibt einen Schöpfer und du willst zurück. Und dann habe ich Gespräche geführt, also zunächst mal mit einem Freund, der katholischer Seelsorger ist. Und dieses Gespräch hat uns beide so berührt, dass wir dann beide wieder gemeinsam miteinander geweint haben. Das mag jetzt vielleicht so aussehen, als wenn deutsche Männer nur weinen, aber das war einfach, ich kenne das auch gar nicht von mir. Also diese Suche nach Wahrheit und diese Suche nach Religion war für mich so ergreifend, dass sich in mir Gefühle offenbart haben, die ich bis dahin so gar nicht kannte. Und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und das nächste Gespräch habe ich dann mit dem Ortspfarrer geführt, der auch sehr freundlich war. Allerdings gab es dann 2 Dinge, die Zweifel in mir aufkommen ließen. Und zwar hat er von mir verlangt, wenn ich zurückkehre zum katholischen Glauben, wenn ich wieder eintreten möchte in die katholische Kirche, dann müsse ich dies öffentlich bekunden in der Kirche. Also ich müsse dann öffentlich in der Kirche sagen, während eines Gottesdienstes, ich bereue, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin und möchte wieder aufgenommen werden. Und damit hatte ich große Probleme. Dann gab es noch etwas anderes. Es gibt ja diesen Brauch in der Kirche, das Brot miteinander zu teilen. Also das wird verteilt im Sinne von Jesus, Friede sei auf ihm. Und ich habe ihn gefragt, ob ich daran teilnehmen dürfe. Und da hat er gesagt, nein, wenn Sie nicht in der katholischen Kirche sind, dann dürfen Sie das Brot nicht mit uns essen. Dann dürfen Sie an diesem wichtigen Ritual nicht teilnehmen. Und ja, dann habe ich mich ausgeschlossen gefühlt, nicht eingeladen gefühlt zum Christentum, sondern ausgeschlossen gefühlt. Dann habe ich mir den katholischen Katechismus gekauft. Das sind die Glaubensgrundlagen der katholischen Lehre dargestellt. Und ich habe fast auf jeder Seite irgendeine Sache gefunden, hinter der ich nicht stehen konnte, wo ich gesagt habe, daran kannst du nicht glauben. Ich gebe mal so ein paar Beispiele. Die Erbsünde, dass wir Menschen sündig sind von Geburt an. Oder dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Oder dass Jesus der Sohn Gottes ist.
oder die Dreifaltigkeit, dass Gott im Grunde geteilt ist in Jesus und in den Heiligen Geist. Und ich habe dann das intensiver erforscht und habe zum Beispiel auf einer Internetseite gefunden, dass sowohl Jesus als auch der Heilige Geist eine göttliche Person sind. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und von Maria, der Mutter Jesu, wird auch gesagt, sie sei die Mutter Gottes. Aber wie kann vom Allmächtigen Maria Mutter sein? Das war mir völlig suspekt, wie so etwas sein soll. Und dann wurde natürlich auch gesagt, der Mensch findet sein Heil nur in der katholischen Kirche. Es gibt keine andere Kirche außer der katholischen. Und auch das hat Zweifel in mir genährt, sodass ich mich letztendlich dazu entschlossen habe, dass ich nicht in die katholische Kirche zurückkehre. Dann habe ich mich etwa so 1,5 Jahre damit gar nicht mehr beschäftigt. Und dann habe ich mir gedacht, schau doch mal, wie das bei den Evangelien, also in der protestantischen Kirche ist. Ich habe zufälligerweise Freunde und Bekannte, die sogar Pfarrer sind oder evangelische Religionslehrer sind. Und von daher hatte ich sowieso schon relativ viel Kontakt. Ich habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr gute Menschen kennengelernt in der evangelischen Kirche. Für mich ist aber ganz wichtig, dass ich die Grundlagen eines Glaubens nachvollziehen kann, dass ich das Fundament eines Glaubens nachvollziehen kann. Die evangelische Kirche wurde ja von Martin Luther gegründet. Dieser Mensch Luther hat sicherlich ganz viel bewirkt. Er hat sich vom Papst distanziert, er hat sich vom sogenannten Ablasshandel distanziert, er hat im Grunde eine Revolution in Gang gesetzt, woraus sich die evangelische Kirche entwickelte. Aber das, was Luther gewollt und gesagt hat, auch damit konnte ich mich nicht identifizieren. Es gibt ganz viele Aussprüche von Luther, die darauf hindeuten, dass er frauenfeindlich war, antisemitisch, dass er dafür plädiert hat, dass man Bauern, die sich gegen ihre Herren auflehnen, dass sie umgebracht werden, dass sie weniger wert sind als Vieh und all solche Dinge habe ich gelesen über Luther. Und so musste ich sagen, auch die evangelische Kirche kann nicht meine Zukunft sein. Also damit kann ich mich nicht identifizieren. Was dazu führte, dass meine Verzweiflung immer größer wurde. Und dann habe ich mich weiter mit dem Christentum beschäftigt. Ich habe mich mit der Kirchengeschichte beschäftigt. Und es gibt mehrere hundert Theologen, die das, was in den Kirchen geglaubt wird, sehr, sehr kritisch sehen. Und meine Quintessenz aus der Beschäftigung mit der Kirchengeschichte ist, dass Jesus gekommen ist, um das Reich Gottes zu bringen, aber eine Kirche bekommen hat, die er eigentlich gar nicht wollte. Eine Kirche mit Glaubensgrundsätzen, mit Evangelien, die von Menschen entwickelt wurden, und eine Kirche, die in erster Linie von Paulus gegründet wurde. Und ich habe erkennen müssen, dass die Evangelien zwar eine Basis haben im Leben Jesus, und leider ist es aber so, dass nur Fragmente aus dem Leben von Jesus überliefert sind und dass sehr, sehr viel hinzu erfunden wurde, also zum Teil wirklich willkürlich hinzu erfunden wurde, wofür es auch ganz, ganz viele Belege gibt. Es gibt historische Belege, die aber von allen Kirchen ignoriert werden. Also spätestens da war mir klar, dass es für mich absolut kein Zurück gibt in eine christliche Kirche. Dass ich mich zwar weiterhin als Anhänger von Jesus bezeichnen kann, aber dass ich mich nicht als Christ bezeichnen kann. Das war für mich völlig klar. Natürlich wuchs dann meine Verzweiflung noch mehr, weil ich dachte, dass ich in irgendeiner Weise vielleicht doch noch eine Möglichkeit finde, Christ bleiben zu können. Also war ich im Grunde, nachdem ich mich mit dem Christentum intensiv beschäftigt hatte, wissenschaftlich beschäftigt hatte, auch kein Christ mehr. Wer war ich eigentlich? Im Herbst vor 2 Jahren kam
etwas in meinem Leben, was ich völlig abgelehnt habe. Ich verspürte plötzlich aus unerfindlichen Gründen einen Sog zum Islam. Und ich habe mich gefragt, Islam, was soll das denn? Warum zieht dich der Islam so an? Und für mich war völlig klar, ich will kein Muslim werden. Alles, bloß kein Islam. Das war für mich völlig unmöglich. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen, die den Islam schlecht machen. Da gibt es ganz, ganz viele Bücher auf dem deutschen Markt, die den Islam richtig schlecht machen. Dann habe ich mich auf Internetseiten begeben, die den Islam schlecht machen. Auch da findet man jede Menge im Internet, das ist alles überhaupt kein Problem. Und so habe ich mich etwa 3 Monate mit dem Islam beschäftigt aus einer Perspektive der Ablehnung. Und dann gab es ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis. Erstaunlicherweise hatte ich dieses Schlüsselerlebnis in einer evangelischen Kirche. Und zwar wurde dort ein Stück aufgeführt, Nathan der Weise. In diesem Theaterstück geht es um religiöse Toleranz. Und in der Pause beziehungsweise zwischen den verschiedenen Akten gab es Gesänge und Rezitationen aus dem Christentum, aus dem Judentum und eben auch aus dem Islam. Das heißt also, ein iranischer Interpret hat Suren rezitiert. Und ich muss zugeben, dass ich zwischendurch während des Theaterstücks eingeschlafen bin. Es war so kalt und so dunkel in der Kirche und so langweilig. Und als ich die Suren hörte, ist irgendwas in mir passiert. Also ich kann einfach nur sagen, dass sich mein Herz geöffnet hat. Und als ich aus dieser Kirche hinausgegangen bin, war für mich klar, dass der Islam eigentlich gar nicht so schrecklich sein kann. Also zum einen war dieser Muslim da vorne mir so sympathisch und diese Suren sind so in mein Herz eingetreten, dass ich mir gesagt habe, jetzt versuchst du nochmal, dich aus einer anderen Perspektive mit dem Islam zu beschäftigen. Und so habe ich mir dann eine Koranübersetzung gekauft, die nicht wirklich gut war, aber so hatte ich zumindest schon mal einen direkten Zugang zum Islam. Und es gibt ganz, ganz viele deutsche Internetseiten, die den wahren Islam darstellen. Ich hatte ja diesen Berg an Vorurteilen und ich habe diesen großen Berg immer weiter abgetragen, bis im Grunde keine Vorurteile mehr da waren. Ich bin allen Dingen wirklich auf den Grund gegangen, bis dann Anfang letzten Jahres, so etwa im Februar, Anfang März, für mich eigentlich schon klar war, dass ich zum Islam konvertieren werde. Aber ich bin auch Skeptiker und ich überlege mir immer alles sehr, sehr gut. Und von daher wollte ich eigentlich, dass meine Entscheidung noch etwas reift. Dann habe ich übers Internet das Gebet gelernt. Also da gibt es zum Glück inzwischen auch sehr, sehr gute Sachen im Internet, zum Beispiel von Abu Hamza. Aber ich wollte endlich auch mal mit Brüdern beten, aber noch nicht konvertieren. Und dann bin ich an eine Mönchengladbacher Moschee gegangen und die Brüder dort waren gleich sehr nett und haben mich sehr gut aufgenommen. Und dann hat mich der eine Bruder gefragt, weißt du, wie du dich waschen musst? Und ich habe gesagt, ja, so in etwa, aber zeig's mir bitte nochmal. Dann habe ich Wudu gemacht. Dann ist der Bruder mit mir nach vorne gegangen und ich habe mich gefragt, warum geht der mit dir nach vorne? Was soll das? Dann hat dieser Bruder gesagt, das hier ist der Ulrich und der will zum Islam konvertieren. Aber ich wollte eigentlich noch gar nicht konvertieren. Und dann habe ich es einfach geschehen lassen und es ist dann passiert und ich habe dann die Schahada gesprochen, die ich glücklicherweise auch schon auswendig konnte. Und ja, und seitdem war eigentlich alles klar. Und die Muslime in der Schule waren total begeistert. Also einige haben mir sogar Geschenke gemacht und das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Das hat mich total begeistert. Und ja, da ist zum ersten Mal dieses Umma-Gefühl entstanden. Sohn ist auch interessiert. Ich habe ihn zu einer islamischen Veranstaltung eingeladen, die bald stattfindet in Krefeld. Und ich denke auch, dass er dorthin kommen wird und auch mal die Brüder kennenlernt. Ich möchte am
Schluss noch sagen, dass ich allen Brüdern, die mich im Islam begleiten, sehr, sehr dankbar bin. Das sind hauptsächlich Brüder türkischer Abstammung, aber auch Brüder aus arabischen Ländern. Und ich möchte mich vor allen Dingen ja auch für ihre menschliche Wärme bedanken. Ich muss einfach sagen, dass ich niemals so viel menschliche Wärme erlebt habe wie unter diesen Brüdern. Und manchmal berührt mich das so sehr, da bin ich einfach so glücklich und selig, mit diesen Brüdern zusammen sein zu dürfen. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Außerdem möchte ich am Ende noch eine Hoffnung äußern, nämlich die Hoffnung, dass die Menschen in Deutschland den wahren Wert des Islam, die wahre Schönheit des Islam, dieser Religion erkennen und natürlich auch, dass immer mehr Menschen in Deutschland den Islam annehmen. Danke.